Liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeige ich euch mal wieder ein Massivhaus. Und zwar die Stadtvilla Stockholm, die hier als neuestes Musterhaus am Firmenstandort von Helmer Haus in Lehrte zu besichtigen ist. Mit 184 Quadratmetern Wohnfläche und offener Galerie bietet sie viel Platz für eine 4- bis 5-köpfige Familie und eine Überraschung im Badezimmer. Und all das schauen wir uns jetzt zusammen an. Bautypus Stadtvilla heißt, wir haben hier einen Hauptbaukörper mit 2 Geschossen, die volle Raumhöhe haben. 2 Vollgeschosse sind es baurechtlich nicht. Ich erkläre euch gleich, warum. Dazu sage ich euch noch was. Außerdem ist typisch das flach geneigte Walmdach. Hier sind es 22 Grad, umlaufende Traufe auf einer Höhe, 40 cm Dachüberstände, die hier mit so einem weiß verkleideten Kastengesims ausgeführt sind. Da ist auch noch mal Beleuchtung integriert, sodass das abends schick aussieht. Und auf dem Dach haben wir einen Tondachziegel, der so in Anthrazit matt ausgeführt ist. Außerdem ist auf der Ost- und Westseite eine Photovoltaikanlage aufgebracht, die insgesamt 7,8 Kilowatt Peak Leistung hat. Und das Ganze ist ein KfW-Effizienzhaus 55 mit dieser Plusenergie-Ausstattung obendrauf. Der Hauptbaukörper hat Außenmaße von 9,45 Meter x 11,70 Meter. Und hier sehen wir jetzt schon, gibt es im Erdgeschoss so einen Erker, der auf 2 Seiten nochmal um 1,80 Meter rausspringt und dadurch eine Wohnraumerweiterung von fast 16 Quadratmetern im Erdgeschoss schafft. Und er schafft es vor allen Dingen, dass das Verhältnis der Wohnfläche im Obergeschoss und Erdgeschoss so ist, dass das Ganze baurechtlich als eingeschossiges Haus gilt. Es gibt innen auch noch eine offene Galerie mit Luftraum, auch die trägt dazu bei. Das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber das heißt, dieses Haus ist eben so auch in Baugebieten baubar, wo baurechtlich keine 2 Vollgeschosse zugelassen wären. Jetzt schauen wir uns mal gerade hier die Verkleidung an. Also insgesamt ist das Haus aus einem Porenbeton, also einem Ziegelmauerwerk errichtet, 24 cm stark. Da kommt dann nochmal 16 cm Wärmedämmverbundsystem auf Polystyrolbasis drauf. Der Hersteller bietet auch eine monolithische Bauweise mit einem Dämmziegel, aber das ist wohl die Variante, die am häufigsten gewählt wird, weil sie auch etwas kostengünstiger ist. Das Haupthaus hat dann eine weiße Putzfassade und hier haben wir so eine Holzfassade. Das ist sägeraue Weißtanne, vom Profil her eine Rhombusschalung, so eine hinterlüftete. Und es ist was Besonderes, es ist vorvergraut, nicht durch so eine Vergrauungslasur, also nicht mit Farbpigmenten gemacht, sondern durch einen Oxidationsprozess. Das Holz ist schon gleichmäßig vergraut, ist eingelassen mit so einem Leinöl, sodass es sich angeblich eben auch nicht unterschiedlich verfärbt, wenn jetzt irgendwie das Ganze bewittert wird. Wir kommen jetzt hier gerade an so einem Fenster mal vorbei. Wir haben dreifach verglaste Kunststofffenster im ganzen Haus, die innen weiß und außen grau foliert sind. Es handelt sich hier um die Farbe Basaltgrau. Das ist, glaube ich, der Farbton 7012 oder 7013. Müsst ihr noch mal gucken. Und hier sehen wir jetzt schon in den Bereichen, wo die bodentiefen Fenster eine Austrittsschwelle haben, ist die dann auch schon aus Granit, damit sie stabil ist. Ansonsten haben wir Alu-Fensterbänke außen, die eben auch im gleichen Grauton behandelt sind. Mit diesem Erker im Erdgeschoss hat das Haus rund 184 Quadratmeter Wohnfläche und die Grundrisse habe ich euch wie immer unten in der Description verlinkt. Da könnt ihr noch mal schauen. Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir schon, man hat sich hier diesmal auch Gedanken über so ein Eingangselement gemacht.
Das ist eine ganz schöne Sache. Manchmal haben wir ja auch schon so Glasvordächer gesehen, wo dann halt vorne immer das Wasser runtertropft. Hier ist jetzt mal so ein Element mit anthrazitgrauen Platten verkleidet, mit einer innenliegenden Entwässerung. Das heißt, es tropft euch hier nichts runter. Und an den Windschutz ist hier auch schon gedacht. Das Ganze ist jetzt 80 cm tief. Das dürfte ruhig auch noch ein bisschen mehr sein. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass das schon mitgedacht ist, auch mit integrierter Beleuchtung. Macht voll Sinn, sich von Anfang an über den Schutz der Haustür Gedanken zu machen. Und jetzt schauen wir mal, wie es drin aussieht. Ist 13 Quadratmeter groß und ich sage immer, 13 Quadratmeter ist nicht zu viel für so ein großes Haus. Denn ihr braucht ja hier noch Platz für die Treppe. Das ist hier so eine offene, halbgewendelte Treppe, zu der sage ich gleich noch was. Aber ganz schön finde ich es, dass man hier eben ein bisschen Platz hat, wo man auch mal einen Kinderwagen abstellen kann, wenn man reinkommt. Und dass es hier auf der Seite auch mal eine vernünftige Garderobennische gibt. Die ist jetzt wirklich 60 cm tief. Da könnte ich also einen richtig großen Garderobenschrank reinstellen, sodass da also wirklich eine Familie alles unterbekommt, was man hier eben nicht sehen will. Natürlich kann man auch so eine offene Lösung wählen, wie es jetzt hier im Musterhaus ist. Hier ist die Nische jetzt auch ausgekleidet mit so einem Putz in Betonoptik, der extra so ein bisschen wild und rau gestaltet ist. Wenn man da natürlich jetzt einen Schrank reinstellen würde, bräuchte man die Nische nicht extra zu gestalten. Aber hier sieht man mal den Übergang. Die normalen Wandoberflächen sind hier in Q3-Qualität verputzt und dann ist da ein Malervlies drauf, der gestrichen ist. Auf dem Boden haben wir hier ein Feinsteinzeug in Anthrazitgrau. Die Fliesen sind jetzt 80 x 80. Das finde ich eine ganz schöne Größe, weil sie wirkt großzügig, ist aber noch nicht so ganz riesig und damit auch vielleicht noch nicht ganz so teuer. Und was ich euch ans Herz legen will, ich finde es total praktisch, hier so eine Nische oder so eine Vertiefung zu haben, wo man eben auch den Teppich reinlegen kann. Hier ist jetzt einfach die Fliese ausgespart und das ist nicht nur im Musterhaus sehr praktisch, weil man dann den Sauberlaufbereich hat, wo man nicht rutscht, wenn man mit nassen Schuhen reinkommt und eben auch über nichts drüber stolpert. Von der lichten Raumhöhe haben wir hier nur in Anführungsstrichen 2,45 Meter, wirkt aber alles sehr großzügig und das liegt eben auch daran, wir gehen jetzt gleich weiter, dass die Raumproportionen hier ganz gut gelungen sind. Weiter geht's hier in den Wohn-Ess-Kochbereich, der insgesamt etwa 64,5 Quadratmeter Wohnfläche hat. Und als allererstes fällt hier natürlich diese offene Galerie ins Auge. Dadurch haben wir hier eine Raumhöhe von 5,44 Meter. Da oben gibt es wieder eine Festverglasung, wo sehr schön Sonne und Tageslicht reinkommt. Klar, wie ihr die von außen putzt, müsst ihr dann selber schauen, ob ihr sie putzt. Dieser Luftraum hat etwa eine Größe von 3,30 Meter mal 3 Meter, also etwa 9,9 Quadratmeter Fläche. Warum sage ich euch das? Auch das hat etwas mit der eben erwähnten Geschossigkeit zu tun. Wir haben ja hier die Wohnraumerweiterung und da 16 Quadratmeter Zusatzfläche und diese 9,9 Quadratmeter werden von der Obergeschossfläche natürlich abgezogen. Das heißt, wir haben jetzt hier oben etwa 77 Quadratmeter und unten etwa 107. Damit gilt das Haus in Niedersachsen als ein Haus mit einem Vollgeschoss, weil die Fläche des Obergeschosses weniger als 66% des Erdgeschosses hat. Das kann also ein Trick sein, um da bei der Geschossigkeit was zu rechnen, wenn es eben vom Bebauungsplan her so ist. Natürlich müsst ihr wissen, dass so eine offene Galerie akustisch Dinge mit sich bringt. Auch wenn das jetzt direkt an der Küche ist, ziehen euch auch die Gerüche natürlich da hoch. Wenn man hier sehr viele harte Oberflächen hat, wie Fliesenböden, ist das natürlich auch eine sehr hallige Atmosphäre. Aber es ist natürlich auch sehr großzügig und schön. Und was man jetzt hier hinter mir gerade sieht, ist der Raumteiler zum Wohnbereich. Das ist jetzt einfach eine Wand und da ist so ein Showkamin drin. Ich nenne es jetzt mal so. Das ist Licht, Wasserdampf und Geknister. Es wird sogar ein bisschen warm. Kann man machen. Natürlich wäre es hier wahrscheinlich auch möglich, einen richtigen Kamin einzubauen, wenn man das haben will. Aber nur für die Gemütlichkeit, sage ich mal,
reicht das auf jeden Fall auch. Und jetzt schauen wir mal in den Wohnbereich. Solche Showkamine gibt es natürlich auch als Gas- oder Ethanolkamin. Gas ist klar, braucht ja einen Gasanschluss, ist etwas aufwendiger und Ethanol riecht man halt. Das heißt, es ist vielleicht für jemanden, der das möchte, eine Überlegung wert. Hier an der Rückwand hat man dann eben auch gleich Platz für den Fernseher und hier sind wir jetzt in diesem Bereich, der durch diese Wohnraumerweiterung profitiert. Das verspringt hier jeweils 1,80 Meter nach draußen, dieser holzverschalte Erker. Insgesamt hat der Wohn-Ess-Bereich 48 Quadratmeter von den eingangs erwähnten 64 und der wäre natürlich, wenn er jetzt 16 Quadratmeter kleiner wäre, wirklich ganz, ganz anders dimensioniert. Hier haben wir jetzt unterschiedliche Arten von bodentiefen Verglasungen. Auf der Seite sind es 2 Festverglasungen, die sind alle jeweils 2,17 Meter hoch. Lichte Raumhöhe war ja hier 2,45 Meter und hier die beiden Elemente sind jetzt 1,8 Meter breit. Davor läuft hier auch so eine Lamellenjalousie, wie im kompletten Haus übrigens. Die sind elektrisch und sind auch mit so einem smarten System ausgestattet. Da ist ein Wind- und Sonnenwächter integriert. Das heißt, die fahren automatisch runter, wenn es eben verschatten muss. Und wenn der Wind zu stark wird, fahren die wieder hoch. Vor so einer Festverglasung so Lamellenjalousien zu haben, ist natürlich praktisch. Die könnte man dann eben auch sauber machen und man kann sie eben auch so stellen vom Winkel, dass man immer rausgucken kann, auch wenn die unten sind. Allerdings kann ich euch sagen, diese Lamellen einzeln sauber zu machen, ist relativ viel Arbeit, macht man vielleicht auch einfach gar nicht. Wenn wir jetzt mal hier weiter gucken, gibt es hier ein riesengroßes Glaselement, was ich persönlich immer sehr schön finde. Wir haben jetzt hier wirklich 4,20 Meter Breite, dieses Hebe-Schiebe-Element. Und der Öffnungsflügel ist dann 2,10 Meter, was sehr schön ist, dass man hier jetzt wirklich mal so einen relativ flachen Austritt gemacht hat. Also sind jetzt hier nur diese 2 Zentimeter. Das lässt sich ganz öffnen und im geöffneten Zustand, das möchte ich euch auch mal zeigen, sieht das tatsächlich auch ganz schön aus. Wir gucken jetzt gleich mal um die Ecke. Da ist nämlich so ein Hebe-Schiebe-Kipp-Element. Und das sieht dann nämlich ganz anders aus. Da kann man hier gleich schon mal gucken, wenn wir jetzt wieder hier rumkommen. Also erstens hat das dann natürlich unten hier so einen Mechanismus dran. Und ich finde diese Dinger auch immer recht anspruchsvoll zu öffnen. Also man hat dann hier praktisch, man kippt es hoch, dann zieht man es ganz raus und dann kann man es aufmachen. Hier hat man jetzt eine etwas höhere Austrittsschwelle. Wir haben hier tatsächlich nochmal eine andere Schwellenlösung. Man wollte hier halt einfach im Musterhaus mal alle Möglichkeiten zeigen, die es so gibt. Und hier nebendran in der Küche schauen wir uns jetzt gleich das nächste Element an. Das Element, das wir da gesehen haben, heißt übrigens offiziell Parallelschiebe-Kipp-Element und das macht da natürlich auch Sinn, weil mit einem normalen Dreh-Kippbeschlag, wie wir ihn jetzt hier haben, habe ich da ein Problem. Wenn da der Tisch steht, dann kollidiert der Türflügel mit dem Tisch. Hier ist das kein Problem, hier ist genug Platz und hier sehen wir jetzt mal eine barrierefreie Schwelle. Die ist komplett flach und überfahrbar. Das ist natürlich auch eine Sonderausstattung, ist ein bisschen aufwendiger. Macht natürlich keinen Sinn, wenn jetzt davor eine bekieste Terrasse ist, auf der man dann nicht fahren kann. Aber hier im Musterhaus wollte man halt die unterschiedlichen Schwellenmöglichkeiten mal zeigen. Es muss euch klar sein, wenn ihr so eine ganz flache Schwelle haben wollt, kann es sein, wenn jetzt mal starker Regen ist und der Wind von der Seite kommt, dass es euch da unten an der Schwelle Wasser reindrückt. Das ist dann kein Mangel, sondern das geht nicht anders. Deshalb ist es dann absolut sinnvoll, hier drin dann einen Fliesenboden zu haben, der eben wasserunempfindlich ist und kein Parkett. Sei denn, ihr habt eben außen nochmal einen konstruktiven Schutz, wie zum Beispiel ein Vordach oder eine überdachte Terrasse, dann ist das kein Problem. Jetzt schauen wir mal hier weiter in die Küche, die etwa 16,3 Quadratmeter von diesen insgesamt 64,5 Quadratmetern hat und die abgetrennt wird durch diese freistehende Kücheninsel. Die hat jetzt hier Maße von etwa 1,6 Meter mal 2,2 Meter. Die ist also sehr breit. Hier ist nochmal diese
Theke da aufgesetzt, was natürlich ganz hübsch und ganz nett ist. Dann kann man hier sitzen. Darunter ist jetzt auch noch Stauraum. Finde ich jetzt so mittelpraktisch, wenn man da diese Platte drüber hat und die Hocker davor, weil dann kommt man da gar nicht so richtig dran. Aber wie gesagt, es ist schon mal schön, dass man hier von beiden Seiten wirklich den Platz nutzt. Und wir haben hier rundherum um die Arbeitsplatte, um dieses Kochfeld eben Arbeitsfläche. Natürlich müsstet ihr in so einer Kücheninsel auch Steckdosen vorsehen. Das ist jetzt hier nicht so. Im Musterhaus wird jetzt hier ja sowieso nicht gekocht. Und hier haben wir wieder dieses eingelassene Kochfeld mit dem Abzug nach unten. Das Thema, was mache ich, wenn da was reinläuft, hatten wir jetzt schon öfter, aber ich werde jedes Mal danach gefragt. Deshalb hole ich es kurz raus. Das Teil lässt sich in der Spülmaschine reinigen und da drin lässt sich das gut auswaschen. Das kriegt man da, glaube ich, tatsächlich ganz gut hin. Vielleicht guckt ihr mal hier gleich um die Ecke. Da kann man nämlich auch mal ganz gut sehen, wie viel Platz das etwa braucht. Also wir haben hier diese große Schublade, da ist dann unten noch Platz für die Besteckschublade und dieser Bereich ist dann eben das, was ihr für diese Einbaulösung mit dem Dunstabzug nach unten an der Stelle einfach braucht. Trotzdem ist es natürlich schön, denn dann hängt hier nur die Beleuchtung und keine Dunstabzugshaube. Hier hinten hat man jetzt auch noch mal Arbeitsfläche, was natürlich sehr zu empfehlen ist. Hier gibt es jetzt auch mal einen Oberschrank, der so nach oben wegklappt. Das finde ich ganz gut. Da stößt man sich nicht so den Kopf wie an diesen Schranktüren, die dann offen stehen. Und wenn man aus der Spülmaschine hochkommt, haut man sich den Kopf auf. Der ist jetzt hier sogar noch mal hinterleuchtet, hat hier einen Schalter. Da müsst ihr natürlich auch dran denken, wenn ihr beleuchtete Schränke haben wollt, dass ihr zusätzliche Stromanschlüsse vorsehen müsst. Hier ist jetzt tatsächlich da oben noch mal eine Steckdose. Auch da hinten gibt es Steckdosen. Und dann kommen wir jetzt hier weiter zu diesem sehr schönen mattschwarzen Waschbecken. Auch ein sehr schöner Hahn, den man eben hier so nehmen kann, um das Becken auszubrausen, was ganz praktisch ist. Wenn ihr sehr kalkhaltiges Wasser habt und habt so ein mattschwarzes Becken, habt ihr da halt immer weiße Kalkflecken drin. Mit einer Wasserenthärtungsanlage kann man das Problem lösen. Hier haben wir jetzt ein Küchenfenster. Schön ist, dass der Griff tief angebracht ist, denn sonst kommt man ja mit dem Abstand, den man hier hat, gar nicht mehr gut dran. Wenn man das jetzt kippt, ist alles okay. Das hätte also an der Stelle gereicht. Man könnte es jetzt auch öffnen und dann stößt es natürlich hier an den Hahn. Muss gar nicht unbedingt sein. Man könnte sich hier auch ein unterteiltes Fenster vorstellen, was natürlich nicht so schön aussieht. Oder man macht auch einfach eine Festverglasung rein. Man sieht jetzt, dass hier in der Küche kein Fliesenspiegel an der Wand ist. Das kann man natürlich machen. Man hat jetzt hier als Schutz eben umlaufend aus dem Arbeitsplattenmaterial hier wie so eine Stoßleiste. Man könnte das vielleicht auch noch mit so einem PU-Lack streichen, dass es etwas wasser- und spritzunempfindlicher ist. Ansonsten sieht das natürlich hier irgendwann dann nicht mehr so aus. Und wo wir gerade beim Thema Fingerabdrücke sind, wir haben jetzt hier eine mattschwarz oder anthrazitfarbene Küche, die absolut grifflos ist. Hier sind jetzt auch keine so Griffmulden, das gibt es ja teilweise auch. Das heißt, da müsstet ihr darauf achten, dass ihr so eine Anti-Fingerprint-Beschichtung habt. Denn wenn ihr da ständig drauf toucht, sieht man das natürlich sonst. Das ist dann natürlich auch so, wie kriege ich eine Spülmaschine auf? Das ist mit so einem elektrischen Öffner jetzt hier, Push-to-Open. Bei der Spülmaschine funktioniert es ganz gut. Beim Kühlschrank, den man jetzt oft öffnen muss, auch hier so ein elektrischer Öffner, muss man dann immer warten, bis dieser Pin da oben wieder eingefahren ist, bis man es zumachen kann. Man muss auch ehrlich gesagt wissen, wo man drücken muss. Aber das ist ja jetzt nur eine gestalterisch-optische Sache. Die Küchen werden bei diesem Haushersteller sowieso jetzt nicht mitbemustert. Das könnt ihr euch dann überlegen. Hier hinter mir ist jetzt die Tür zum Haus Wirtschafts- und Technik bzw. Hausanschlussraum, den man ja bei einem Haus auf Bodenplatte, wie wir es hier haben, auf jeden Fall braucht. Der ist jetzt knapp 9 Quadratmeter groß. Das dürfte gerade so hinkommen, denn so wahnsinnig viel Technik ist hier gar nicht drin. Hier sieht man die Luftwasserwärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher. Das ist ein Splitgerät, deshalb ist es nicht so groß. Das Außengerät steht jetzt hier direkt um die Ecke und das ganze Haus wird
wird mit Fußbodenheizung beheizt und eine Lüftungsanlage ist jetzt hier nicht drin. Es ist KfW-Effizienzhaus 55 plus Photovoltaik und Speicher. Und damit es dann hier eben jetzt nicht zu feuchte Schäden kommt, gibt es hier überall so Zwangslüftungen, also so kleine Lüftungsschlitze in den Fensterprofilen. Die sieht man gar nicht, aber dadurch wird eben ein Luftaustausch ermöglicht. Hier oben kann man jetzt mal sehen, ist so ein Fensterkontakt dran, der also den Öffnungszustand des Fensters melden würde. Die könnte man hier überall integrieren, auch nachträglich, wenn man das möchte. Und ich mache die Tür kurz auf, weil man hier eben mal so eine schöne Mückenschutztür sieht. Die ist jetzt hier ganz schön in die Leibung integriert. Davor läuft die Jalousie runter. Und auch hier haben wir wieder so eine flache Schwelle ausgeführt. Das macht an der Stelle Sinn, denn je nachdem, wie das Haus jetzt auf dem Grundstück steht, wäre das die Stelle, wo man zum Beispiel den Carport anbauen würde. Und dann ist es natürlich schön, wenn man von da auch einen direkten Zugang schwellenfrei oder fast schwellenfrei hier rein in den Vorratsraum hat. Hier um die Ecke ist dann noch der Wechselrichter von der PV-Anlage und ein Speicher mit 5 Kilowattstunden Kapazität. Und da wäre auch noch Platz für Waschmaschine, Trockner und Wäscheständer. Ansonsten gibt es hier unten noch ein Büro- oder Gästezimmer und ein Gästebad. Und da gehen wir jetzt auch mal noch kurz rein. Die Bürotür, in diesem Fall ein Beraterbüro, deshalb mit Glas, liegt jetzt hier direkt vom Wohnbereich aus noch einsehbar. Dieses Zimmer ist 13,9 Quadratmeter groß, also recht geräumig. Ich hätte jetzt vielleicht die Tür ein Stück darüber versetzt, dann hätte man nämlich hier die 60 Zentimeter, um beispielsweise hier nochmal eine komplette Schrankwand einzuziehen, wo man eben auch nochmal einiges unterbringt, was in der Diele keinen Platz findet. Zumal man ja jetzt hier im Büro auch noch die Garderobennische hat, die jetzt hier abgeht, wäre das sicherlich ganz sinnvoll. Schön ist, dass es hier nochmal so ein bodentiefes Element, einen Öffnungsflügel gibt und hier haben wir jetzt ein Fenster mit Brüstung. Die Brüstungshöhe ist hier 1,17. Ich sage euch das, weil das gleich im Gästebad nochmal eine Rolle spielt. Da haben wir nämlich die gleiche Brüstungshöhe und da schauen wir jetzt auch nochmal rein. Das Gästebad liegt nämlich jetzt hier direkt gegenüber. Da schauen wir jetzt auch noch mal rein. Das hat 5,7 Quadratmeter und ist damit sogar recht geräumig. Wir haben hier übrigens eine Raumbreite von 1,80 Meter. Da geht dann noch die Vorwandinstallation ab. Das ist aber überhaupt kein Problem. Und hier sehen wir jetzt diese Brüstungshöhe von 1,17 Meter. Es ist schon mal gut. Es ist nicht ganz so niedrig. Trotzdem, weil das ja jetzt die Stelle ist, wo die Leute zum Hauseingang vorbeilaufen, sieht man eben schon, man braucht da noch mal was davor, weil da natürlich sonst die Leute reingucken. Man könnte sich also hier eine höhere Brüstung durchaus vorstellen. Es ist ja ein sehr breites Element, aber das sollte dann eben korrespondieren mit dem Fenster im Arbeitszimmer für die Fassadenansicht von außen. Diese Fensterbank ist übrigens innen im Standard so ein Kunststein, Marmor, Bianco heißt das. Das ist also so ein Stein, der aus Gesteinsmehl, Marmormehl hergestellt wird. Ihr müsst es wissen, es ist eben ein Naturprodukt, ist auch vom Pflegeaufwand ähnlich wie Marmor, aber es sieht natürlich hier sehr schön aus. Das ganze Bad ist jetzt hier nochmal ausgekleidet mit diesem Betonputz. Hier ein bisschen in einer anderen Optik. Es hat eine etwas glattere Oberfläche, ist etwas glatter abgezogen als jetzt in der Diele. Wir schauen uns das da gleich auch nochmal an, wenn wir die Treppe hochgehen. Und hinter mir ist jetzt eine geflieste, begehbare Dusche hier mit dieser Festverglasung. Ich sage immer, dieser Durchgang könnte ein bisschen breiter sein. Hinter mir an der Wand ist jetzt tatsächlich eine Tapete. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt vielleicht einfach nur so eine Musterhausgeschichte ist oder ob man da mit einem PU-Lack drüber streichen könnte. Definitiv wäre es natürlich möglich, da so eine Aluplatte, so eine bedruckbare hinzumachen. Da kann man jedes beliebige Motiv draufdrucken und das wäre dann eben auch absolut wasserdicht und unempfindlich für die Dusche. Schön ist, dass es hier so eine geflieste Sitzbank gibt. Das ist einfach sehr angenehm, wenn man sich auch mal hinsetzen kann in der Dusche und eben hier die Vorwandinstallation auch noch mal genutzt wurde für eine ganz tiefe Nische, wo man Sachen abstellen kann.
Bevor wir jetzt nach oben gehen, sage ich euch noch ein bisschen was zur Treppe. Also schön finde ich es schon mal, dass die Treppe hier so integriert ist, dass sie nicht mit der Haustür kollidiert. Oft sind diese Platzspartreppen ja direkt neben der Haustür. Wenn man die aufmacht, stößt man schon an die unterste Stufe. Das ist die absolut platzsparendste Treppe, die es gibt. Das ist jetzt eine offene, halb gewendelte Treppe, die ab der zweiten Stufe schon so verzogene Stufen hat. Ist jetzt vom Raumbedarf wirklich hier nur 2 Meter mal 1,70. Die bekommt man also auf kleiner Fläche unter. Wirkt so sehr transparent, auch mit dieser Ganzglasabtrennung in Verbundsicherheitsglas. Ob das so praktisch ist, weiß ich nicht, aber es sieht natürlich schön aus. Hier ist dann immer die Frage, was macht man mit dem Raum unter der Treppe? An der Stelle finde ich, von der Proportion kann man da zum Beispiel ein Schuhregal hinstellen, könnte man den Platz tatsächlich ganz gut nutzen. Ansonsten steht da immer so die Dekopflanze. Und wenn wir jetzt da hochgehen, vielleicht noch kurz was zum Material. Diese Eiche-Treppe, Eiche keilgezinkt, wäre tatsächlich bei dem Hersteller im Standard, ist auch hier in der Wand gelagert, also hier mit so Bolzen befestigt, die in so Gummilagern drin sind, sodass das Ganze schallmindernd ist und sich der Trittschall von der Treppe nicht ins ganze Haus verteilt. Ganz wichtige Sache. Was jetzt hier, glaube ich, nicht im Standard ist, sind lediglich diese eckigen Geländerstäbe statt jetzt Rundholzstäbe und natürlich diese Geschichte. Und jetzt gehen wir mal hoch. Treppe hat man jetzt nochmal diesen Betonputz. Da ist übrigens auch so ein leichter Glimmereffekt drin. Das sieht man natürlich dann hier mit diesem Streiflicht, kommt das besonders zur Geltung. Auch nochmal so dieses Raue von diesem Putz. Ist natürlich Geschmackssache. Und dann kommt man hier oben auf die Galerie. Sehr schön finde ich, dass man hier den Übergang zwischen diesem Zweischichtparkett in Eiche und dieser Eiche-Treppe ganz gut hingekriegt hat. Hier ist so eine Korkfuge dazwischen. Auch wenn die dann mal so ein bisschen aufgeht, wenn das Material schwindet, finde ich das auf jeden Fall schöner, als da so eine komische Plastikwulst drüber zu setzen. Wir haben hier oben jetzt übrigens eine lichte Raumhöhe von 2,56 Meter, also mehr als im Erdgeschoss. Und diese Galerie mit ihren 7 Quadratmetern wirkt natürlich viel größer, weil wir jetzt hier diesen Luftraum haben mit dem hellen und dem Blick nach draußen. Hier dann sogar noch mal unterstrichen durch dieses eingespannte Ganzglasgeländer aus Verbundsicherheitsglas. Ist natürlich auch nicht ganz billig, muss man auch wissen, ob einem das liegt. Aber der Blick hier runter ist wirklich sehr, sehr schön. Man kann sich eben auch mal was zurufen. Wie gesagt, die akustische und olfaktorische Trennung zwischen den Geschossen ist natürlich aufgehoben. Hier können wir übrigens jetzt in der Decke mal so versenkte Einbaustrahler sehen, denn die Zwischendecke hier ist ja eine Betondecke, aber hier drüber haben wir ja die oberste Geschossdecke als Holzbalkendecke, als gedämmte, und da lassen sich natürlich ganz einfach solche Einbaustrahler integrieren. Die Galerie trennt außerdem den Kinder- und den Elternbereich, und wir schauen jetzt erstmal auf die rechte Seite, da liegen nämlich 2 Kinderzimmer. Hier oben gibt es jetzt noch mal ein Beraterbüro, deswegen die Glastür, und deswegen ist dieses Zimmer mit 18,6 Quadratmetern auch größer als das andere. Wenn man die Wand jetzt hier mittig setzen würde, hätte man 2 absolut gleich große Kinderzimmer, die 16 Quadratmeter sind, beide von 2 Seiten Licht haben und sehr gut möblierbar sind. Hier hat man jetzt diese etwas höheren Fenster. Man hat jetzt hier 42 cm Brüstung, weil hier draußen jetzt natürlich das Flachdach rumläuft von dem Anbau im Erdgeschoss.
Man hat jetzt also praktisch hier nochmal eine Festverglasung, damit die Brüstungshöhe hier gegeben ist. Und man kann jetzt hier mal ganz gut rausgucken und mal sehen, wie so ein bekiestes, extensiv begrüntes Flachdach aussieht, auch mit der Attika-Entwässerung. Das ist natürlich alles eine relativ bautechnisch aufwendige Sache. Es ist einfach für euch auch wichtig zu wissen, dass man da natürlich dann von oben immer drauf guckt und dass diese Fenster natürlich abschließbar sein müssen, damit jetzt kleine Kinder nicht auf die Idee kommen, die Fensterbank als Steighilfe zu benutzen, um dann da draußen spazieren zu gehen. Hier nebenan liegt jetzt das zweite Kinderzimmer, das jetzt eben so wie es hier aufgeteilt ist, dann 13,5 Quadratmeter hat. Wie gesagt, wenn das jetzt so wäre, dass die Wand versetzt ist, dann hätte man hier auch den Platz, um noch den Schrank hinter der Tür zu stellen. Aber hier an der Stelle ist auch alles richtig gemacht. Selbst wenn man das jetzt so macht, ist hier das Fenster eben so weit weg von der Trennwand, dass man eben auch hier gut einen Schrank stellen könnte. Unter diese 80 cm hohe Brüstung, das ist so eine Standardhöhe, passt dann später gut der Schreibtisch, sodass also hier wirklich eine sehr gute Möblierbarkeit gegeben ist. Hier direkt nebenan geht es jetzt ins Kinderbad und da gibt es dann auch schon die eben angekündigte Überraschung. Dieser Raum ist 5,8 Quadratmeter groß, also auch recht geräumig. Wir haben hier auf Boden wieder eine große Fliese, 80 x 80. Hier oben jetzt etwas dunkler und mit einer glatteren Oberfläche. Ist jetzt fürs Bad vielleicht gar nicht so schlau, wenn die mal nass ist, rutscht man da. Und wir haben hier auch eine geflieste Dusche, wo natürlich dann die Rutschgefahr noch größer wird. Ansonsten haben wir hier auch überall wieder diesen Betonputz und eben eine Nische für das WC. Jetzt kommt hier eine relativ dicke Wand. Das hängt damit zusammen, dass wir hier Installationsleitungen hochlaufen hätten. Und die Überraschung ist diese Durchgangsdusche. Die verbindet nämlich das Eltern- und das Kinderbad. Natürlich muss man sich auch immer wieder überlegen, ob man jetzt hier im Bad dann so ein Fenster mit einer Glasbrüstung haben will. Hat man nämlich da hinten auch, gerade wenn jetzt hier die Dusche ist, könnte man sich hier natürlich auch eine Brüstung vorstellen. Aber zu dieser Sache möchte ich euch auch was sagen. Natürlich wäre es auch möglich, hier 2 Duschen zu machen. Ja, dann hätte man das hier getrennt, ganz normal. Dann wäre die Nische auch etwas breiter, weil natürlich die Installationswand dann da hinten wäre und man hier nicht diese Breite bräuchte. Das ist nämlich jetzt hier nur 85 cm breit, 1,70 lang. Und ich finde, man könnte hier ruhig ein bisschen mehr Luft haben. Natürlich ist es so, dass 2 Duschen jetzt hier oben sicherlich auch ganz praktisch wären. Was vielleicht nicht so praktisch ist, ich weiß nicht, ob dieser Betonputz hier wirklich wassergeeignet ist. Auch diese runden Bullaugen finde ich sehr nett, aber auch da steht einem natürlich dann das Wasser drin. Es ist jetzt wahrscheinlich hier als Ablage gedacht. Sehr schön ist jetzt hier mal so eine Glasfliese, die ist hinterlegt mit so einer 3D-Optik, deshalb kriegt die wirklich einen sehr plastischen Eindruck. Auch da müsst ihr wissen, das sieht natürlich schick aus, so ein hoher Fliesen- oder Fugenanteil hier im Spritzwasserbereich. Ist vielleicht jetzt auch, was die Reinigung angeht, nicht so super praktisch, aber das ist auf jeden Fall ein Detail, das mal im Gedächtnis bleibt und das für viel Überraschung sorgt hier im Musterhaus. Hier geht es nämlich jetzt direkt durch ins Elternbad, das mit 10,6 Quadratmetern auf jeden Fall etwas größer ist. Hier hat man jetzt übrigens auch die halbhohe Brüstungslösung, also wieder diese 80 cm, genau wie im Kinderzimmer, ist an der Stelle auf jeden Fall sinnvoll, weil man eben hier auch die freistehende Wanne hat. Die nimmt relativ viel Platz ein, den man natürlich dann hier im Bad auch hat. Ich möchte euch immer noch mal dazu sagen, dass es natürlich jetzt vom Putzen und von der Platzeffizienz einfach nicht so praktisch ist. Man hat dann hier eben auch den Wasserzulauf aus dem Boden, also aus dem Estrich raus. Das muss man auch wissen, dass es ein erhöhter Installationsaufwand ist. Und man hat halt jetzt hier das WC, sag ich mal, auch direkt vorm Schaufenster. Also das sind natürlich Sachen, die man im Musterhaus machen kann, weil das hier überhaupt nicht benutzt
wird. Im Zweifelsfall würde man hier natürlich einen Sichtschutz davor machen oder man hätte hier auch noch an anderer Stelle Platz fürs Klo. Dann würde man da zwar jetzt von der Ankleide direkt drauf gucken, aber vielleicht hätte man dann etwas mehr Sichtschutz. Insgesamt ist dieses Bad jetzt auch fast komplett mit diesem Betonputz ausgestattet. Auch hier müsste man natürlich im Spritzwasserbereich dann gucken, ob man das mit so einem PU-Lack versiegeln kann oder sich eben hier oben auch für Wandfliesenspiegel entscheiden. Dieses Badezimmer bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis und was ich jetzt wiederum sehr schön finde, ist, dass es hier direkt in diese Ankleide übergeht, die 8,4 Quadratmeter groß ist und als sehr privater Raum gehalten ist. Man hat jetzt hier dunkel gestrichene Wände, man hat auch Platz, auf beiden Seiten einen tiefen Schrank zu stellen, also wirklich eine zweizeilige Ankleide zu machen. Bewusst da hinten kein Fenster rein. Erstens, weil es von der Außenansicht nicht so passen würde. Zweitens ist es eben so, dass man dann da hinten auch Platz für einen großen Spiegel hat, den man in der Ankleide ja auch immer braucht. Und ich finde auch in der Ankleide, das kann ruhig ein privater Raum sein. Tageslicht bekommt man hier trotzdem und zwar von oben durch diesen Tageslichtspot. Das ist jetzt mal ein besonderes Element, hatten wir auch schon mal in anderen Häusern gesehen. Es ist rund, darüber ist so ein verspiegelter Tunnel, der zu einem dachflächenintegrierten Fenster führt. Da ist wohl dann oben drauf auch so eine selbstreinigende Beschichtung, dass sich das eben nicht zusetzt. Und man bekommt hier durch diese zusätzlich integrierte Leuchtmittel, das man übrigens jetzt von unten auch öffnen und wechseln kann, eben immer ein sehr, sehr schönes, gleichmäßiges Licht, das eben auch Tageslichtanteile hat. Die Tür zum Flur ist übrigens auch hier in der Ankleide drin und hier hinter mir ist jetzt offen angeschlossen das Elternschlafzimmer, das etwa 11,8 Quadratmeter hat und auch hier haben wir wieder ein bodentiefes Element mit so einem feststehenden unteren Teil, sodass man da halt eben auch keine französischen Balkone, keine Absturzsicherung braucht. Und hier nochmal so ein hochliegendes Fensterband. Hier ist die Brüstung jetzt 1,35 Meter hoch. Das heißt, man bekommt hier auch ein Boxspringbett, also ein höheres Bett mit einer Rückenlehne noch gut drunter. Das solltet ihr eben bedenken, wenn ihr sowas nochmal haben wollt in eurem Schlafzimmer. Und auch hier oben sind überall diese Lamellenjalousien drin, wie man ja hier schon sieht. Die kann man natürlich noch zuklappen. Trotzdem muss euch klar sein, dass die nicht komplett verdunkeln. Wenn ihr es also oben gerne dunkel haben wollt, weil ihr absolut dunkel schlafen wollt, müsstet ihr oben dann Rollläden bemustern. Ein Link zu den Grundrissen und die Preisinfo habe ich euch wie neuerdings immer unten in die Videobeschreibung gepackt. Vielleicht ein Wort zu den Preisen. Da die Häuser ja vor Ort Stein auf Stein gemauert werden, deutschlandweit mit unterschiedlichen Partnern, gibt es regionale Preisunterschiede. Bodenplatte und Erdarbeiten sind aber immer im Preis enthalten. Wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht hier im firmeneigenen Musterhauspark in Lehrte, direkt an der A2. Das ist etwa 16 Kilometer vor Hannover. Hier stehen insgesamt 8 Häuser. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.